Wir machen was? Was ist unsere Aufgabe hier? Ja, ihr sorgt, glaube ich, dafür, dass in unser Projekt der richtige Sound reinkommt. Ne? Und unser Patient ist Tata. Und haben jetzt überall eine schöne Schleifkante. Unglaublich geil. Gerade beim T1, weil die Kiste so alt ist, damals hat man an Türdämmung oder sowas noch gar nicht gedacht. Ja? Hört ihr das? Alles blechern, alles hohl. Das wird jetzt erstmal mit unserer Option Dämmung voll gedämmt. Klingt schon mal richtig viel anders. Das heißt, hier kein Dröhnen, kein Schallen mehr, allein vom Blech her. Und das Innenblech haben wir auch von innen nochmal bezogen mit Dämmmaterial. Weil jetzt kommt ja hier die Pappe drauf. Und die Pappe probieren wir auch noch von hinten ein bisschen ruhiger zu kriegen, weil da ist ja nachher alles mit dem Lautsprecher verbunden. So. Leon, du weißt, was du zu tun hast. Das ist übrigens Leon. Das ist mein fleißiger Helfer. Handlanger will ich gar nicht sagen, weil der ist viel zu gut für einen Handlanger. Dankeschön, das hört man gern. Er baut uns das ganze Auto zusammen. Ist doch super. Leon ist 16. 1,5. Unser Schreiner Max hat uns eine 18 mm Multiplex Basskiste gebaut, die wir jetzt im Kofferraum oder unter der Rücksitzbank verstauen werden und wir beziehen die jetzt. Jetzt checken wir aber erstmal, passt tatsächlich alles. Also ich meine, bei Max kann man sich echt drauf verlassen, aber prüf es vorher mal. Echt drauf verlassen, aber perfekt, das ist gut. Können wir nachher schön verschrauben. Das heißt, wir beziehen jetzt diese Box mit schwarzem Nadelfilz. Und jetzt tun wir das daher ziehen. Genau, super. Können wir jetzt das bereits da drauf machen? Genau, passt doch. So. Dann kann man das mal auflegen. Wie Hand auflegen ist das. So. So. Okay. Dann schaut das so aus. Ein Doppelcut. Und warum, Leute? Warum? Damit wir nachher das unten rausziehen können und einfach nahtlos das Ganze miteinander verbinden. Das soll ich hier jetzt unten rausnehmen. So. Und danach haben wir keine Kante mehr. So, genau hier kommt natürlich der Woofer rein. Was brauchen wir noch? Stromkabel, also Versorgungskabel. So, und das machen wir auf eine Seite raus. Ist eigentlich scheißegal wohin. So. Wenn wir jetzt hier das durchziehen und von innen machen wir noch ein Bitumenband ran und machen das Ganze richtig schön luftdicht. Dann haben wir soweit alles cool. Und jetzt legen wir da noch einen Schaumgummi mit rein, den wir nur ein bisschen zuschneiden, einmal ringsrum.
Dann können wir jetzt das Baby implantieren. So, jetzt tun wir aber das noch ausschneiden, dass das genau passt mit einem ultrascharfen Messer. Und zwar ganz reinschneiden. Jetzt kommt das da hier rein. Optimal. Sehr geil. Okay. Dann wird gespackst. So, das ist unser Subwoofer. Alles fertig und schaut doch richtig schick und fein aus. Und jetzt können wir den natürlich auch anschließen. Leute, Subwoofer steht jetzt im Auto fertig angeschlossen. Den wollen wir jetzt hier unter der Sitzbank anbringen. Und damit der natürlich nicht rumflutscht, gibt es hier Klettband, und zwar die Haken. Und die gehen auch auf den hier drauf und fixieren den Woofer nachher. Und das brauchen wir jetzt nur am Boden draufkleben und damit ist es dann erledigt. Gut. Einmal aufsetzen. So, und da rutscht jetzt nichts mehr hin und her. Unsere neuen Türplatten für die Lautsprecher werden wir jetzt hier noch dran machen. Und die müssen wir jetzt natürlich auch passend machen. Das heißt, wir machen hier Glasfaserspachtel rein. Und damit Glasfaserspachtel das Ganze nicht kaputt macht, nehmen wir Krepppapier, Kreppband und kleben erstmal alles weiträumig ab. Damit jetzt die leeren Hohlräume, also die Hohlräume, aufgefüllt werden, nehmen wir Glasfaserspachtel und ziehen das jetzt hier hinten außenrum durch, dass es praktisch optimal zum Schluss passt. So, und jetzt müssen wir oben in der Mitte, da müssen wir was auftragen. Aber damit jetzt der ganze Harz gut hebt, wird das einmal richtig ins Holz gepresst. So, und jetzt ziehen wir mal das Zeug hier runter. So, da oben müssen wir noch auffüllen. Glasfaser ist jetzt ausgehärtet. Jetzt können wir die ganze Türverkleidung natürlich wegmontieren. So, jetzt können wir die mal wegmachen. Jetzt können wir das ganze Ding hier wegnehmen und haben jetzt überall eine schöne Schleifkante. Unglaublich geil. So, jetzt haben wir unsere zwei Stückchen hier für die Türverkleidung und da machen wir jetzt einen Lederbezug drüber und dazu nehmen wir natürlich hier dieses Kunstleder, das uns der André besorgt hat. Er will das unbedingt drauf haben, dann kriegt er das. So, richtig schön heiß machen. Das Loch schon mal rausmachen.
So schaut es fertig bezogen aus mit Kunstleder. Ab an die Türe damit. So, einmal ein Hochtönerloch. So, Hochtöner von vorne einsetzen und von hinten machen wir schön Heißkleber dran. So, waagrecht machen das Teil. Ja, dann mal ran an den Speck. Jetzt können wir alles montieren. So, und damit diese goldenen Schrauben, weil wir keine anderen zur Verfügung haben, nicht unterm Gitter hervorliegen, machen wir sie schwarz. Jetzt ist eigentlich alles drin und jetzt kommt nur noch die Blende da davor. Das heißt, die mache ich jetzt mal rein. Okay, dann können wir nämlich jetzt das Teil da reinschieben. Und jetzt ist das alles weg. Hier wird das nur noch festgemacht und da ist unsere Endstufe dahinter. Sieht doch kein Mensch, super. Angekommen beim Einstellen des Soundprozessors von der Endstufe. Das ist halt echt endgeil. Man kann so eine Anlage perfekt einstellen, jedem Lautsprecher genau die Frequenz geben, für die er optimal geeignet ist. Und ich kann sagen, wie weit der von mir entfernt ist und für mich das beste Klangbild zu bekommen, um dass meine Bühne genau hier vorne drauf ist, zwischen den geöffneten Scheiben. Also lasst mir mal meine Ruhe, ich muss das jetzt alles in Ruhe einstellen. Leute, es geht nichts über Türdämmung, wenn man hier mal jetzt sieht, was hier passiert ist. Da klappert und dröhnt nichts mehr. Das ist alles fest. Und mit unserer neuen Türpanel hier dran haben wir natürlich auch eine Wahnsinnsvorrichtung gemacht für meinen 16 cm Mitteltieftöner. Den Hochtöner schön versenkt eingebaut. Ist doch die beste Variante, die wir jetzt in den T1 einbauen haben können. Zwar mit Verschneiden von der Türpappe an sich, aber wir haben nichts kaputt gemacht. Alles ist eigentlich original, weil selbst die Türpappe ist Retro-Style, ist also kein Originalteil. Tag 2 erledigt. VW T1 Bulli hat jetzt Sound. Der knallt richtig her. Ja. Das war ja für euer Projekt. Von unserer Seite ist jetzt praktisch unser Soundpart abgeschlossen. Das Fahrzeug geht jetzt noch in andere Stationen, geht auf die Bauma nach München. Wird jetzt da praktisch öfters mal irgendwo zu sehen sein. Ja? Genau. Erstmal Bauma in München. JP und ich, wir werden aber noch mit dem Fahrzeug ein paar Stationen vorher abfahren. Seht ihr dann auch natürlich im Video noch. Immer vielen, vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht. Und ich habe eben hier draußen gestanden, du hast gerade den DSP eingestellt, das machte schon richtig Wumms, das Teil. Und dann stehst du hier, hast diesen 59er, völlig unschuldig dreinblickenden T1 und der macht so einen Wumms, das macht mega Laune. Also ja. Ich kann es kaum erwarten, damit die erste Tour zu machen. Ich glaube, ihr werdet einen Haufen Spaß damit haben. Ja. Ja. Definitiv. Dann sagt JP mal einen schönen Gruß von mir, wenn ihr hier die Spritztour macht. Lasst den Regler nicht ganz auf Rechtsanschlag, sondern lasst die Leute außenrum noch ihre Ruhe. Ja, klar. 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 Immer. A40, Dortmund-Essen läuft. Ihr Leute daheim könnt auch mal bei Bauforum 24 vorbeischauen, unser quasi Nachbarkanal auf YouTube. Ja. Also der hat auch noch ein paar ganz coole Sachen über Baumaschinen. Und vielleicht bauen wir ja in den nächsten Caterpillar, Riesenbagger irgendwie eine Soundanlage rein. Wer weiß das? Wir sagen mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Olli. Tschüss.